Einen besinnlichen 6. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbastelst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost Adventskalender. Jetzt zur Bastelidee. Und da habe ich ja was versprochen, aber ich öffne erstmal die Box vom 6. Dezember. Das ist hier diese Facettenbox, Diamantbox, wie auch immer. Die Anleitung dafür verlinke ich dir natürlich. Die gehört in meine Reihe 24 Adventskalenderboxen. Schauen wir mal, was drin ist. Ja, ist genau das drin, was wir brauchen, nämlich das Zubehör für unseren Stern. Ich hatte versprochen, den Stern von Antje vom 4. Dezember, einige haben mich schon angeschrieben, den zeige ich euch. Diesen kleinen Stern. Und mich hat er gleich an die Brottütensterne erinnert. Kannst du dich erinnern? Beziehungsweise, die gibt es ja wahrscheinlich jetzt genauso überall rumhängend in den Fenstern. Ich habe hier mal einen ganz einfachen geholt. Schau mal. Den kannst du hier so aufmachen. Kennst du also sicher, ganz einfach deswegen, weil keine Muster drin sind und nichts weiter. Ja, das ist der sogenannte Brottütenstern. Da sind hier, weil wie viel Frage ist ja immer, wie viele Brottüten nehmen wir? 2, 4. Hier sind 7 Stück aufeinander geklebt. War ganz einfach. Man könnte jetzt, ich mache es nicht, aber ich zeige es grob, hier Zacken, Muster, Streifen, was auch immer. Meistens werden Zacken geschnitten oder man schneidet hier mal so eine Bogenwelle rein, wie auch immer. Wichtig ist, dass Stege stehen bleiben. Ja, man darf das hier nie komplett durchschneiden, sonst ist diese Rosettensache, denn es sind ja eigentlich alles vom Thema her Rosettensterne, würde ich sagen. Sonst zerschneidet man das, ne? Das ist ganz klar. Hier die Stege. Ja, okay, das war ein kleiner Ausflug zu den Brottütensternen und ich sag mal, ich nenne den jetzt einfach mal, ist ein Rosettenstern, würde ich sagen, aber ein Brottütenstern in Mini. Das hier ist einfach ein Rosettenstern. Was ist der Unterschied? Der hat nicht diese tolle Faltung wie bei dem Stern von Antje. Siehst du, da ist nochmal so ein extra Knick in. Und wie kommen wir da hin? Das ist auch nochmal ein einfacher. Und das hier ist wieder der Brottütenstern. Der ist aus Designerpapier von Stampin' Up gefaltet. Ich werde jetzt mit anderem Papier arbeiten. Das erkläre ich dir auch gleich ganz kurz, warum. Das ist ein bisschen dick. Das geht. Du siehst, das sieht auch schickig aus. Und hast du nicht gesehen. Ist wirklich ein tolles Papier. Gibt es gerade noch. Ewiges Eden. Ein Exklusivpapier. Genau. Gibt es noch ein paar Wochen. Dann ist weg. Und wenn es weg ist, ist es sowieso weg. Ja, ich nehme ganz anderes Papier. Hier hast du gesehen, nehme ich Bücher. Kann ich immer gut empfehlen. Alte Bücher, die kein Mensch mehr braucht. In dem Fall sind das oft Gesangbücher von den alten Jahrgängen. Ich bin lange Buchhändler gewesen, deswegen sage ich immer, ich darf Bücher zerschneiden. Alte Gesangbücher, die wirklich sonst, die man vom Feuer rettet, sage ich mal. Weil die werden ja manchmal neu aufgelegt und dann kann man mit den alten Nummern nichts mehr anfangen. So ist das nämlich. Sehen total schicki aus. Und was ist das Besondere dran? Das ist das sogenannte Dünndruckpapier. Ja, das ist einfach, weil man ganz viel im kleinen Raum unterbringen möchte. Also wenn du ein Buch mit 1000 Seiten, denke an Harry Potter und Co., sind ja meistens solche Schwarten. Wenn du ein Buch mit 1000 Seiten, selbst 1200, 300, 400 Seiten, kriegst du auf so eine Größe oder noch schmaler, weil es einfach dünnes Papier ist. Das sogenannte Dünndruckpapier. Lässt sich wunderbar falten. Hast du jetzt nicht, kein Problem. Habe ich eine andere Idee, hole ich, mache ich. Moment. Brauche unbedingt meinen Papierschneider für so eine Sache. Ja. Und dann nehme ich einfach Druckerpapier. Auch das lässt sich wunderbar gestalten, wäre so noch meine Idee. Mir fehlt noch was. Ich muss mal in die Schachtel gucken. Schablone, da ist sie. Genau. Ja, könntest du auch gestalten, aber ich mache das jetzt einfach mal in weiß, weil ich dir ja die Technik erklären möchte. Und zum Starten für solche Sachen lohnt sich das wirklich immer. Einfach Druckerpapier falten, geht ganz gut. Es ginge auch, fällt mir noch ein, diese kleinen Notizblöcke, die es so auf dem Schreibtisch gibt. Also immer nur für den Fall, du hast kein Faltpapier im Haus. Ja, dann nimmst du diese einfachen Blätter, die sind manchmal 8x8 oder 10x10 oder so, passt alles. Ich habe jetzt hier, mein Maß ist auf 9x9. Also die einzelnen Felder sind dann 9x9 und du kennst das ja schon. Ich möchte das oft sehr rationell machen, vor allem mit der Zeit.
Deswegen mache ich das mal, ich zeige dir, wie ich das mache. Die einzelnen Felder sind 9 x 9, aber ich schneide mir vom Papier 2 Streifen 9 cm breit und nehme jetzt die komplette Länge. So, ich kann oben und unten im Papierschneider anlegen. Das ist super. Das habe ich. Und ich arbeite auch gleich mit mehreren. Einmal ist es beim Schneiden ganz günstig hier, weil der Farbkarton von Stampin' Up ist ja doch etwas dicker. Und wenn du nur ein Blatt schneidest, manchmal hakt das ein bisschen. Deswegen lieber ein Bündel, also 2, 3 Seiten. Und hier gehe ich sogar auf 4 Seiten und kann die auch falten. Ich lege das jetzt mal an, bei 2 cm auf der rechten Seite. Nehme nicht die Schneideklinge, sondern die Falzklinge und falze hier mal locker über. 2 cm Falz. Jetzt drehe ich das Ganze einmal um und brauche noch einen Falz bei 6 cm. Für meinen Stern brauche ich 2 solche Streifen und habe wahrscheinlich ein Feld über, es sei denn, ich möchte eben mit 6 Elementen arbeiten. Die gängigste Form sind 5. Also ich nehme jetzt hier mal 2 Streifen. Mache ich jetzt damit, ich nehme, und das würde ich in dem Fall immer empfehlen, doppelseitiges Abreißklebeband. Erstens geht es schnell und zweitens kommt es auch nur dahin, wo du es brauchst, und das ist hier entscheidend. So, ich lege hier drüben einen Streifen an. Das mache ich auch gleich auf der zweiten Seite. Und bevor ich die Schutzfolie abziehe, falze ich erstmal meine Linien. Gucke, dass die schön gerade sind. Wie gesagt, du kannst es alles einzeln arbeiten, das ist alles okay. So, das andere Element. Schauen, dass ich meine Linie gut finde. Es gibt ja immer viele Möglichkeiten, aber viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen zum Ziel. Ich will meine Falzlinien legen. Das passt. So, ich muss hier mal ganz kurz, ich habe gerade ein optisches Problem. 4 cm. Ist wie es ist. So, die müssen gut gefalzt sein. Warum? Weil wir jetzt diese ganze Klebefläche brauchen und die gerade drauf kriegen wollen. Also ziehe jetzt die Schutzfolie ab, drücke diese Seite runter und drücke diese Seite drauf und streiche das so, wie es sich von selber ergibt, hier drüber. Und dann ist es auch gerade geworden. Ist das nicht schön? Das gleiche nochmal mit dem anderen Element. Hatte ich doch gestern meine Mütze vergessen und hat es tatsächlich jemand im Video gesehen? Ja, heute. Jetzt habe ich die Mütze oben auf meine Videokiste gelegt. Da kann nichts mehr schief gehen. So. Haben wir beides. Ist jetzt doppelt. Ist wie eine flachgelegte Röhre. Jetzt nehmen wir nochmal unseren Papierschneider und brauchen noch eine Falzlinie bei 5 mm. Auch da könntest du variieren. Ich sag mal, bis 1 cm mit dieser Falzlinie würde ich sagen, geht alles. Aber ich bleibe mal bei 5 mm. Das macht diese Räumlichkeit, ne? Die Plastik. Wenn man jetzt, also diese plastische, Plastik ist auch schön. Aber ist doch eine Plastik, genau. Wenn ich das schmaler haben möchte, dieses Feld hier, dann gehe ich eben auf mehr Millimeter, bis 1 cm wäre denkbar. Ich lege das hier an, halte mein Blatt fest und kann wirklich bei 0,5 mm hier eine tolle Falzlinie ziehen. Und wenn man den Papierschneider ein bisschen beim Arbeiten hat, merkt man irgendwann, wie viel Druck man braucht. Zu viel wäre nie gut. Zu viel Druck, merke, ist nie gut. Das ist wie im echten Leben. Genau. Ich habe da also Falzlinien bei 0,5. Mache ich beim anderen Teil genauso. Und falte dies jetzt. Ist ja eine Falzlinie. Schaue, dass ich die wirklich gut erwische. Die ganze Front lang. Und dann müsste das eben auch auf unserem langen Stück so super gehen. Streiche das flach. Das immer auch, könntest du das also, wie gesagt, beim kleinen einzelnen Stück machen. Die Maße sind die gleichen. Hier ist nur der Unterschied, wir kürzen das am Ende, 9 cm Stücke, und haben dann hier raus 3 Teile. Aus dem zweiten die anderen 3. So, jetzt habe ich das in beide Richtungen geknickt. Jetzt mache ich den Streifen hohl. Drücke das und ziehe das und schiebe das so ein bisschen. So, und jetzt kommt die Gegenfaltung. Das heißt, ich falte es jetzt in die andere Richtung, und zwar hoch und das in die Mitte. Du musst jetzt also schauen, ob du erst noch mal die Außen ordentlich nachfaltest und dann in der Mitte die nachfaltest.
Aber wie gesagt, es geht also ganz einfach. Was machen wir hier? Wir basteln uns jetzt unsere Mini-Brottüte. So. So sieht es aus. Ja, und das mache ich mit der anderen Seite genauso. Also, ich streiche das mal hier so komplett flach. Siehst? Und drücke die Mittellinie nach innen. Und so ist eigentlich die beste Technik, weil du siehst, es ergibt sich förmlich von selber. Ja, und jetzt haben wir das, was bei der Brottüte auch so entscheidend ist, dass die eben den Falz nach innen hat und dadurch die Räumlichkeit ergibt. So, jetzt nehmen wir uns den Papierschneider wieder. Meine Bommel wackelt da oben beim Wackeln. Wenn ich wackel, wackelt auch die Bommel. Jetzt lege ich auf 9 cm und schneide ab. Und habe dann gleich 3 Teile fertig und eigentlich die Faltschritte nur einmal gemacht. Das ist das, was ich rationell denke. So, jetzt könnten wir wieder Falzbrett nehmen, machen wir aber nicht. Wir klicken das hier einfach. Bei dem dünnen Papier geht das gut. Ich nehme die Klebefläche mal nach innen, aber auch egal, nur du solltest es überall ruhig gleichmäßig machen. So was sieht man am Ende. Halte das also komplett auf die Mitte. Hier, Finger da innen rein, dann gibt das da Kanten und falte das aufeinander. Hier genauso, Finger rein und aufeinander. So, und dann haben wir jetzt schon ein paar Teile vorbereitet. Jetzt haben wir hier noch 3. Was ist hier bei dem Teil passiert? Der nächste Arbeitsschritt. Ich klebe diese beiden Elemente aneinander. Ich nehme mein doppelseitiges Abreißklebeband und klebe eben wirklich nur mittig auf. Das aufeinander und schon passt das. Als nächstes nehme ich meine Schablone. Die ist nicht zwingend nötig, aber wenn ich jetzt in Serie arbeite und alle gleich haben möchte, dann baue ich mir so eine Schablone. Die Breite von unserem Brottütenelement. Ja, so. Die Spitze habe ich mir überlegt, nicht zu spitz. Dann habe ich hier eine relativ große Aussparung, also ein großes Dreieck reingeschnitten. Das ist bei diesem Stern wesentlich kleiner. Diese schöne Form, da könnte man, eigentlich hätte man noch ein zweites reinschneiden können, kann man aber auch lassen. Hier habe ich wirklich mal mit einer Stanze gearbeitet. Das ist die Spitze von der Birne da reingestanzt. Ja, und je nach Dicke deines Papieres, bei dem Dünndruckpapier kannst du Tatsache, bei dem hier, konnte ich alle Elemente aufeinander kleben. 5 Elemente habe ich genommen für diesen Stern und konnte sie zusammenschneiden. Das ging. Das geht mit dem Papier nicht und mit Designerpapier schon gar nicht. Okay, dann habe ich hier also einzeln geschnitten, zeige ich dir. Ich lege meine Schablone drauf. Genauso könnte ich ohne Schablone immer wieder einen Teil dort nehmen. Aber wenn ich das so mache, funktioniert das natürlich auch super. Ich schneide das ab. Jetzt brauchst du eine gute Schere, die bis zur Spitze schneidet. Dann fliegt das mit einem Satz durch die Gegend. Kannst du dir vorstellen, wie viele Schnipsel heute hier rumliegen. Ja, auch alles ausprobiert werden. Und dann ist es da, das Teil. Fertig ist es. Dann schauen wir mal. Jetzt nehmen wir das, nehmen unser doppelseitiges Abreißklebeband, setzen das hier drauf. Je nachdem, ob du das oben bis in die Spitze geklebt haben möchtest, müsstest du das dann eventuell doch mal nachschneiden. Kameramoment. Kleben das nächste Teil drauf. Und du siehst, da, eine halbe Rosette, ist sogar schon mehr als die halbe. So einfach ist das. Ja, jetzt geht das hier ganz schnell noch fertig. Und dann haben wir diesen wunderschönen Stern fertig. Und der hat ähnlich wie der Hosentaschenstern, was ja mein Lieblingsstern ist. Ich möchte gern verlinken, das ist der, den mache ich immer. Hat der ähnlich einen Vorteil, dass ich den beim Transport, so ähnlich wie Antje das gemacht hat, hier so sichern könnte mit einem Bändchen, dass ich das da oben reinklebe einfach. Oder, also dadurch kann ich ihn praktisch, das ist ja der Sinn der Übung, günstig verschenken. Ich kann ihn mit drin nehmen, ohne dass er mir im Auto zerknickt. Oder selbst in die Hosentasche passt er wieder. Oder ich klebe ihn eben gleich zusammen. Das mache ich mit dem hier auch dann am Ende wieder, weil da sehen wir die Form am besten. Zeit vergeht hier immer so. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Elemente. Und ich mache ihn auch mit 5. Mit 6 ist er dann, ja, ist immer noch Stern, aber ja, ich glaube, ich gehe auf 5. Jetzt
Einfach nur entscheiden, dass ich beide Spitzen oben aneinander drücke und dann passt meine Rosettenform. Ja, so einfach ist das mit den Sternen. Haben wir wieder nicht gedacht. Ne? So, alle Richtungen. Nochmal hier der bunte. Genau, größer, kleiner. Geht auch. Hier waren die Papiere nicht quadratisch, sondern rechteckig. Ich glaube, ich bin auf 7 cm gegangen. Moment, ich gucke mal kurz. So. Ne, 7,5 sogar. Geht auch. Ist mehr Spannung drauf und habe ich einen Teil mehr reingesetzt. Ja, der hat also mehr Zacken. Kannst du durchzählen? Ist so. So, das lege ich jetzt hier oben hin. Das war meine Anleitung für heute. Ah ja, jetzt zum eigentlichen Was des Tages. Jetzt gibt es unsere Sterne des Tages. Tee ist gekocht und wir endlich mal einen Schluck Tee trinken. Also wenn du mich fragst, ist da heute Thymian drin. Auch lecker. Kann man machen. So, die Sterne des Tages sind hier. Vorher gibt es immer noch einen Spruch, den habe ich aus dem Afrika-Kalender, den ich von Cordula bekommen habe. Ziehe ich mal den Spruch des Tages. Ich wollte mir doch eine Halterung besorgen. Das ist auch wieder so ein sinniger Sinnspruch. Ne? Da steht da, Spruch der Malinke. Das ist ein afrikanisches Volk. Die restliche Info, wie gesagt, gibt es auf meinem Blog. Könnt ihr alles nachlesen. Ja, das ist so ein, ja, das ist diese Lebensweisheit, wo wir alle selber irgendwann drauf kommen. Nur die Frage, wie man sie formuliert. Aber das Sprichwort lautet, Furcht vor der Gefahr ist schrecklicher als die Gefahr selbst. Ah, ja, ja, das ist bekannt. Sehr gut. Es ist gut, dass man sich das immer mal vor Augen führt, weil es gibt auch Methoden, das Ding beim Kopf zu packen und einfach solche Sachen ja anders zu lösen. Okay, so, die Sterne des Tages. Heute gibt es einen Stern des Tages von Sonja, meine Konzentrationsübung, von Heike, von Cordula und von Diana. Müssen wir mal ein bisschen Platz machen, dass die Freunde auch wirklich den Auftritt haben, den sie verdienen. Jo, okay. Sonja ist zum ersten Mal dabei, kommt aus Wuppertal. Herzliche Grüße nach Wuppertal und hat gleich 2 Sternenpost-Adventskalender beigesteuert. Schauen wir doch mal, was hier in dem schönen Umschlag. Gesegnete Weihnachten für dich und deine Lieben. Gruß Sonja. Und dann gibt es diesen schönen, farbenfröhlichen Stern. Aus der Ferne, liebe Grüße zum Fest. Und das passt ja auch immer, weil meistens die Sterne so weit weg sind, also hergestellt worden sind von demjenigen, der sie dann auspacken kann. Eine tolle Sache, finde ich. Freut mich jedes Jahr. Ja, also das ist der wunderschöne Stern von Sonja. Nochmal gezeigt. Und der nächste Stern ist von Heike. Heike, das ist so ein Zufall, dass wir 2 uns kennengelernt haben. Oder das sollte so sein. Heike ist auch neu dabei. Heike kommt aus Essen und hat sogar 3 Kalender beigesteuert. Ganz toll, weil das hat uns geholfen, dass unsere Serien komplett sind. Ja, das ist der Stern, die Sternengirlande von Heike. Wunderschön mit dem Draht hier gebogen. Haben wir gar nicht so oft, aber ist total schicki und Filz dazu. Eine tolle Sternenidee von Heike. Und Carola aus Fulda gehört schon zum alten Eisen bei unserem Sternenpost-Adventskalender. Sonst natürlich nicht. Und Carola hat uns dieses Jahr diesen tollen Stern gegeben. Mit dem Engel drauf, der auf dem Mond sitzt und Sterne in die Luft schleudert. Und das Ganze so schön eingefärbt. Hinten steht Frohes Fest drauf, da sind auch nochmal ganz viele Sterne. Also ein Sternenregenstern. Ja, der kommt aus Fulda. Auch so zur Tüte. Und das Klein, aber fein, kommt von Diana aus Großfahna in Thüringen und gehört in die Kategorie bunt gemischt. Das ist der extra Kalender, den wir jedes Jahr haben. Also seit 2 Jahren. Mal gucken, hier ist ein kleiner Gruß drin. Steht drauf, frohe Weihnachten und viel Glück im neuen Jahr.
Und Diana mit den Kontaktdaten, weil manchmal entstehen da ganz spannende Kontakte durch unsere Sternenpost. Und bunt gemischt ist ja immer was, was zu Weihnachten Advent passt, also eine Dekorationsidee, aber eben kein Stern. Und das ist hier diese witzige Büroklammer mit dem lustigen Pinguin drauf. Das ist auch eine coole Idee, weil kann man ja immer brauchen. Praktisch in sein Memo-Buch setzen, kann ich vielleicht in mein Adventstagebuch setzen. Siehst du, das wollte ich euch noch zeigen. Wie ich die Seite fertig gemacht habe, ist noch nicht ganz trocken, weil ich vorhin noch mal dran gearbeitet habe. Kommt also in den nächsten Tagen. Ja, das waren die Sterne des Tages. Ich hoffe, du hattest deine Freude. Ich bin immer begeistert über die Vielfältigkeit. Das war der 6. Dezember. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Nikolausabend und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Weitere Anleitungen siehst du hier verlinkt. Also schau einfach gern und im Anschluss erkläre ich nochmal, was das mit der Sternenpost auf sich hat. Gut, bis demnächst. Ich freue mich und am besten natürlich bis morgen Abend 18 Uhr. Kreativität verbindet. Glaubst du nicht? Was haben Petra aus Kreuztal, Brigitte aus Österreich oder Irmtraut aus Neumünster gemeinsam? Eigentlich nichts und doch so viel. Die und viele andere waren in diesem Jahr wieder dabei und haben Sterne und Adventsdeko gebastelt. Jeder 25 Mal den gleichen Stern. Seit 2015 lade ich schon dazu ein, gemeinsam mit mir kreativ zu werden und mir selbst gebastelte Sterne zu schicken. Geklebt, geprägt, gestanzt, geklöppelt, aus Papier, Filz, Wolle, Draht, egal wie. Jeden Stern einzeln verpackt in einem Umschlag. Dieses Jahr gab es wieder über 80 Teilnehmerinnen. Entstanden sind 96 Sternenpost-Adventskalender. Hier werden dann alle Sterne neu sortiert, umgepackt und an die fleißigen Sternenbastlerinnen zurückgesendet. So entsteht kreative Adventsfreude, Glück und Zufriedenheit bei allen Teilnehmerinnen, im besten Fall. Also stimmt es. Kreativität verbindet, auch in diesem Jahr. Euch allen eine besinnliche, kreative Adventszeit.